Freunde, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe heute den besten, die beste Aventus-Alternative hier und endlich gefunden. Und der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Und eben auch in Haltbarkeit und Serge, Freunde. Und zwar rede ich hier von den, schon der Flakon sieht nice. Supremacy in der Collectors Edition von Afnan. Yes. So, nun fragt ihr euch, ja, okay, schon wieder. Ihr seht da ja auch schon welche, die haben nichts damit zu tun. Aber diese hier, das war der erste. Das Original, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, hier in Silber. Das war die erste Alternative zu Aventus. Schon gut gemacht, kam auch sehr gut an früher. Und dann kam die, ja, hier die sogenannte Not Only Intense Version. Und da haben ja auch schon viele gesagt, das ist einer der besten Alternativen. Ich habe es auch gesagt vor Jahren. Und man muss schon sagen, die ist auch gut. Aber jetzt kommt ein Duft in der Collectors Edition oder die Version in der Collectors Edition. Und da fragt ihr euch, aber Collectors Edition, gibt es da einen Unterschied? Ist da nur der Name? Bei Filmen zum Beispiel ist es manchmal nur eine bessere Aufmachung. Also die Aufmachung gleich mal vorweg. Ihr seht, die ist besser. Um einiges. Aber nein, auch der Duft ist um einiges besser. Und zwar kriegt ihr erstmal eine extrem starke Ananas in die Fresse. Also so richtig stark, Freunde. Ne? Also richtig ausgepresste, süße Ananas. Absolut frisch, als wenn ihr den Juice von der Ananas, ja, weghaut. So bekommt ihr was rein. Dann kriegt ihr natürlich auch die Bergamotte da zusätzlich und einen schönen Apfel. So, ihr habt natürlich klar dieses Feeling sofort Aventus. Aber natürlich viel spritziger, süßer und nicht Klostein. Nicht Klostein. No. Gar nicht. Das ist auch geil. Da haben sich ja so einige beschwert bei den ganzen anderen Versionen und überhaupt die ganzen anderen Versionen, die es überhaupt hier gibt. Nicht nur von der Marke, sondern überhaupt. Aber richtig gut gemacht. Dann kommen so schöne, weiße Blüten, und Amber. Das merkt man, den Amber jetzt nicht wirklich so doll, aber er ist schon präsent, aber dieses wird dann schön cremig, was es ja eigentlich in Endeffekt schon am Anfang ist. Aber da ist es auch schon ein bisschen säuerlich, süß, fruchtig durch die Ananas. Aber er wird richtig schön cremig dann, wie gesagt, durch die weißen Blüten. Ich bin der Meinung, ist da sogar Birne denn kommt. Es ist eigentlich, wie ich auch schon auf mein TikTok-Video gesagt habe, völlig Latte, was da drin ist. Ob ich das jetzt euch erzähle oder irgendwo fällt ein Reissack um. Es ist völlig scheißegal. Und warum ist es scheißegal? Weil ihr ja eigentlich wissen wollt, nicht was kommt da jetzt oder so, sondern wie riecht er zum Original Aventus. Und da muss ich sagen, natürlich kriegt keiner das Original so von der DNA an Anfang hin. Muss vielleicht auch nicht, aber hier ist es so geil, diese Ananas. Und dann habt ihr was Maskulines und jetzt kommt, ihr habt, finde ich, in meiner Nase nach ein paar Stunden oder beziehungsweise eine halbe Stunde später kommt schon dieses Maskuline und dann habt ihr auf jeden Fall was leicht Rauchiges. Und das war ja zum Beispiel die Version hier. Das ist die von 2015. Die war ja rauchig. Ne? Die neue Version, die ich hier ausstehen habe, allerdings, was heißt neu, von 2020, das ist ja auch schon 5 Jahre her, weil ja die 24er, 25 neue Version, die wurde ja rumgeschickt von jedem. Also ich habe sie nicht bekommen. Ne? Ist auch gut so, da musste ich nicht den ganzen Schwachsinn antun. Und zu dieser Zeit, wo das da auf TikTok losging mit den ganzen Aventus rumschicken. Also ich habe keine Anfrage bekommen und ich habe sie auch nicht bekommen. Weil, wie gesagt, ich habe hier, kann ich euch gerne noch zeigen, weil die Version wurde ja auch rumgereicht, habe ich. Und ihr selber gekauft natürlich. Und hier, da ist er, aber die ist von 2020. Ich habe letztens die 225er Version, war das 25 noch, ich glaube Anfang des Jahres auf Sylt in der Parfümerie getestet. Die ist schon präsenter, also ist schon nice, ne? Also muss man sagen, da macht das wieder Spaß, aber eben nicht so wie ganz früher, ne? Aber hier ist es einfach cool, nur dass die Kopfnote viel mehr Ananas hat, aber im Endeffekt hat der auch richtig gut Ananas früher, ne? Also vielleicht nicht so fruchtig, aber schon gut. Und dann wäre der maskulin cremig, so. Das ist alles, Punkt. Jetzt kommen wir aber zur Haltbarkeit und das ist einfach genial, weil hier haben wir über 9 Stunden Haltbarkeit und die Sillage, die ist ja für euch auch wichtig, die burnt die ersten 4 Stunden weg, alles weg, ist so präsent und wenn ihr dann irgendwann den schwächer findet, irgendwann kommt ihr wieder und denkt, oh, was riecht denn hier so geil, die Ananas immer noch am Start und das ist nice und wirklich, also
viele Alternativen, gehen wir mal vom Original weg. Original ist Original, ihr wisst das, ihr kennt meine Meinung, wer mir schon seit Jahren folgt. Ich habe immer Original, aber hier, das Original ist eben die Version, die ich habe, hier einfach nicht mehr so präsent. Und die alte Version, die ist ja nun schon so lange, die hat natürlich auch nicht mehr die Power. Das ist fast der einzige Duft und dann natürlich das House of Creed und dann auch noch Aventus, der nicht mehr so wirklich best ist, aber da ist jetzt auch nicht mehr, wie ihr seht, so viel drinne. Auf jeden Fall wurde es wieder jetzt, glaube ich, ein bisschen verbessert. Was heißt, glaube ich, habe es ja gerochen. Aber ich konnte den jetzt nicht die ganze Zeit testen. So, aber Fakt ist, der hier ist wirklich gut. Hypercard Sillage. Und der hat die ganze Zeit auch die Sillage. Auch wenn ihr nach irgendwann 6 Stunden, 5 Stunden auch vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so viel wahrnehmt. Aber der kommt immer wieder. Also der ist nicht 19 Stunden die ganze Zeit um euch rum. Wir sind ja nicht bei Marc Gebauer Düften, aber die ersten 4, 5 Stunden richtig geil. Und da stehe ich nicht alleine mit, sondern da könnt ihr gern auch im Internet schauen, die Bewertungen. Der ist richtig gut bewertet, selbst bei Parfumo, das wundert mich auf jeden Fall. Da muss ich wirklich sagen, der ist gelungen. Und wenn wir jetzt alle Alternativen von diesen Aventus nehmen, finde ich, dass das der geilste ist. Wirklich der geilste. Ja, nee, nicht ja. Nein, es ist der geilste. So, für mich aktuell ist es der geilste. Also, die Collectors Edition von Supremacy Afnan solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Und vor allen Dingen zahltet ihr zahlt nur 30 Euro, glaube ich. Habe ich 30 Euro bezahlt? 35? Irgendwie so. Ja, auf jeden Fall. Also, auschecken unbedingt. Und ja, ist schon geil. Also das Cologne ist irgendwie schon mehr im Sommer, im Hochsommer, absolut mehr Burner. Kommt einfach viel besser an, aber ja, ich sprühe hier jetzt einfach nochmal. Das Original ist natürlich, ne? Ja, ihr habt, diese Kopfnote ist anders noch. Ne? Was heißt anders? Es ist einfach nicht so viel Ananas drin, aber dieses cremige und minimal abgerundete Ananas und gleich ein bisschen minimal so stumpf rauchig, aber ja, er ist eben nicht, ja, was soll ich sagen? Also ich hätte gern, also mal gucken, aber es ist einfach irgendwann too much. Selbst für mich, sage ich mal irgendwann, weil Aventus, ich weiß nicht, da jetzt noch mal so viel Geld ausgeben, so oft trage ich nicht, aber der ist lecker zu tragen. Ach so, Komplimente, sehr gut. Auch, also kommt richtig gut an. Also merken, kennt ihr den schon? Schreibt mal runter in die Videofunktion. Ich glaube, eine Scheiße heute, aber ich bin so geflasht. Nein, schreibt in die Kommentare, wie ihr den findet. Dann Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Wenn ihr auch Mitglied werden wollt, macht das, drückt den Button und lasst einen Super Thanks da meinetwegen auch. Und dann Klappe zu und bis zum nächsten Mal.